Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute wieder zu einem Log-Review und ihr seht schon hier den Karton von der Firma Heljan aus Dänemark. Habe ich euch heute was ganz Besonderes mitgebracht und zwar richtig schön passend für Fredhaun, meine Anlage, ein Dieseltriebwagen der Reihe MO. Und bevor wir uns den angucken, nochmal zum Thema Verpackung und Karton. Das Ganze ist verpackt in so einem relativ dünnen Pappkarton. Also der hat mehr was quasi von Entsorgen als Aufbewahren tatsächlich. Das ist bei anderen Lokomotiven besser gelöst. Insbesondere wenn man bedenkt, dass dieser Triebwagen, den ihr hier gleich sehen werdet, eine interessante Preisgestaltung hat. Den gibt es nämlich von bis. Also den könnt ihr bekommen für knapp unter 200 Euro. Ihr könnt ihn aber auch kaufen für 500 Euro. Und wenn wir 500 Euro dafür bezahlen würden, müsste man sagen, ist der Pappkarton nicht angemessen. Ihr bekommt auch für 500 Euro dann nicht angemessen diese Anleitung mit. Das ist im Endeffekt ein Blatt Papier. Wenn ihr weniger dafür bezahlt, wie zum Beispiel 150 Euro oder so, ist das vielleicht ein bisschen angemessener. Ich hole euch jetzt mal was anderes. Und zwar habt ihr vielleicht neulich auf meinem Channel hier die kleine Junkers F13 von Revell gesehen, wenn wir die mal hier so ins Bild halten. Dieser Bausatz kostet 11,99 Euro. Und ihr bekommt zusätzlich zu dem Bausatz für 11,99 Euro eine vollfarbige Hochglanzanleitung über, glaube ich, 20 Seiten in wirklich guter Qualität. Das ist bei einem Pappkarton der gleichen Qualitätsstufe für 11,99 € mit dabei. Da muss man sagen, patzt Heljan jetzt tatsächlich. Das hat mit der Lok noch nicht viel zu tun, aber es ist so eigentlich traurig, dass auf den ersten Metern hier quasi beim Kunden schon so verrennen kann. Also ihr bekommt hier so einen Zettel mit, der ist ausgedruckt auf so 80 Gramm Papier, da steht auch nicht mehr drauf. Einerseits hier die Zurüstteile, dann wo ihr den Decoder findet, allerdings nicht wie ihr die Lokomotive öffnet. Und dann nochmal hier zur Historie, das ist der meiste Text. Finde ich immer super spannend, weil die Lokomotiven jetzt, die von deutschen Herstellern kommen, wie zum Beispiel Märklin oder von einem österreichischen Hersteller wie Rocco, da habt ihr nochmal so einen Stapel an Sicherheitshinweisen. Das ist hier alles nicht mit dabei. Finde ich schon cool. Braucht man anscheinend gar nicht. Genau. Dann ist da ein Beutel mit Zurüstteilen. Da gehen wir heute gar nicht mehr so sehr drauf ein. Das sind Bremsschläuche, alle solche Sachen, wenn ihr euch den in die Vitrine stellen wollt. Und dann habt ihr hier im Endeffekt einen klassischen Lokomotiven- bzw. Triebwagen-Blister. Da kann man echt nichts Großartiges zu sagen. Die Lokomotive ist gut und sicher da drin verpackt, wenn ihr die da rein tut. Der kann nichts passieren. Da sind noch zusätzliche Sachen mit dabei, so kleine, ja, wie so eine Art Plastiklappen. Wenn ihr Lokomotiven habt, kennt ihr das. Ist also gut aus, durchaus sicher verpackt. Der Pappkarton, wir tun den einfach mal weg. Der ist zum Aufbewahren okay, aber der gibt einem jetzt nicht das Gefühl, dass man hier was sonderlich Hochwertiges oder sowas dann in der Hand hätte. Und die Anleitung, ich gehe jetzt nicht auf das Thema Sprachen drauf ein, ich habe es direkt in Dänemark erworben. Insofern ist es okay, dass die Anleitung nur auf Dänisch ist. Aber da muss man sagen, das ist tatsächlich wenig, weil auch wieder überhaupt nichts zum Thema dabei ist. Wartung des Triebwagens, zum Thema sauberes, korrektes Öffnen ist nicht beschrieben. Es ist auch nicht beschrieben, wie man den Decoder programmiert. Da allerdings ist zumindest angegeben, dass es sich um einen Uhlenbrook-Decoder handelt vom Modell XYZ und ein Verweis auf die Homepage mit einem entsprechenden Link, da ist da reingeschrieben. Das ist schon mal gut wenigstens. Ja? Also da findet man die richtigen Informationen. Ansonsten ist Verpackung und Anleitung, könnt ihr vergessen, es geht aber ums Modell. Und das ist eigentlich richtig, richtig gut. Erstmal, wenn ihr das erste Mal in der Hand habt, den Wagen hier, merkt ihr, der ist richtig schwer. Gut, je nachdem, was ihr dafür bezahlt habt, und da gehe ich später jetzt nochmal drauf ein, würdet ihr das auch erwarten. Dann wird euch auffallen, ihr habt einen extrem hohen Detailgrad, extrem hoch. Also gerade wenn man sich das hier anguckt, die ganzen kleinen Details, ich hoffe mal, dass er jetzt hier so ein bisschen scharf stellt für euch mal.
die sind richtig gut gemacht. Gerade wenn ihr das auch vergleicht mit Bildern vom Original, werdet ihr feststellen, dass hier vorne zum Beispiel diese kleinen Vogelschlaggitter, die hier auf den Scheiben sind, die wirklich filigran ausgeführt sind. Oder eben auch die gesamten Griffe hier oben, sei es auf der Dachlandschaft, sei es aber auch an den Seiten von den Türen und so. Das sind alles super filigrane kleine Metallteile. Das ist kein Plastik, das ist alles Metall, bis hier oben auf die Kühler, aber die ganzen Leitungen und so weiter sind, zumindest die großen, dickeren sind Metall. Hier die an der Seite zum Beispiel sind Plastik. Allerdings muss man da sagen, die sind auch so ein bisschen beweglich. Das heißt, die brechen jetzt auch nicht sofort dann ab. Genau, ihr habt dann hier eine Dachlandschaft, die ist schon für einen Dieseltriebwagen oder eine Diesellokomotive fast so beeindruckend wie bei einer Elektrolokomotive, muss ich hier ganz klar sagen. Das ist super cool gemacht mit den entsprechenden 2 Kühlkreislaufen, die man hier wunderbar erkennen kann. Dies ist richtig gut getroffen. Genau, dann habt ihr hier die Fenster. Ihr seht, drin ist eine Inneneinrichtung, die ist eigentlich auch ganz schick gemacht. Aber hier vorne seht ihr im vorderen Bereich, das ist komplett schwarz hinter den Fenstern. Da sitzt nämlich der Motor. Deswegen könnt ihr da auch nicht reingucken. Und hier hinten seht ihr auch ungewöhnlich, finde ich tatsächlich wirklich ungewöhnlich, einen ganz riesigen Lautsprecher. Das ist dieses silberne hier da drin, was ihr da vielleicht so ein bisschen glitzern seht. Das ist wirklich interessant. Ja, das ist so der erste Eindruck. Schwer, sehr detailliert. Also schon hochwertiges Modell. Wenn ihr das direkt aus der Packung rausholt, sind auch keine Kupplungen dran. Ich habe jetzt hier mal die Originalkupplungen rangetan, die mit dabei sind. Dann habt ihr hier, sieht man den Schleifer, hier hinten nicht. Und wir haben einmal, das ist vielleicht auch nochmal interessant, auf den ersten Blick zumindest, wir haben einmal 3 Achsen am Drehgestell und einmal 2. Nein, das ist nicht kaputt, das gehört so. Und warum das so gehört, das könnt ihr jetzt in der Geschichte bzw. den Daten zum Original von mir hören. Und weil diese Log-Reviews ja immer ein bisschen länger werden, findet ihr unten auch in der Beschreibung die Sprungmarken, falls ihr jetzt zum Thema Historie des Modells vielleicht gar nichts wissen möchtet. Historie kann man im Internet nachlesen, man findet aber auch in diesem Typenkompass der DSB zum Beispiel hier, den ich mir bei Amazon bestellt habe, Link ist unten, auch eine coole Information. Und manchmal sind so Bücher einfach textlich schön, weil das ist ein Text, der würde so bei Wikipedia, glaube ich, nicht von den Lektoren dort durchgehen. Eine der wenigen glücklichen und erfolgreichen Eigenkonstruktionen gelang Frichs mit den Dieseltriebwagen der Reihe MO. Also, das ist jetzt ein Satz, den kann man eigentlich nur verstehen, wenn man sich ein bisschen mit der dänischen Lokomotivhistorie und deren Baugeschichte und den Fabriken dort beschäftigt. Die Firma Frichs hat relativ viele Eigenkonstruktionen und auch Lizenzkonstruktionen oder fast alle Lizenzkonstruktionen der dänischen Diesellokomotiven gebaut. Hat dabei aber immer so ein bisschen Pech gehabt mit den Eigenkonstruktionen. Also die Motoren waren notorisch bekannt dafür, dass sie schlechter waren als die Originalmotoren, zum Beispiel der Vorbilder, die dann in Lizenz nachgebaut wurden. Alle solche Dinge. Die MO-Triebwagen waren also eine komplette Eigenkonstruktion der Firma Frichs. Davon wurden gebaut 90 Stück nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945. Und davor ungefähr 40, also in Summe wurden 140 davon gebaut, von diesen Triebwagen, was für ein relativ kleines Land mit einer entsprechend kleineren Eisenbahn wie Dänemark dann doch eine ganze Menge ist. Wofür und wann? Das ist eine Konstruktion der 1930er Jahre mit einer Höchstgeschwindigkeit, und das ist ungewöhnlich für so einen kleinen Triebwagen, von 120 km/h. Das ist für die 30er Jahre ist das Hochgeschwindigkeit. Damals parallel wurden andere Dieseltriebwagen in Dänemark ebenso entwickelt, nämlich der sogenannte Lyntog, also der Schnellzug. Ein Schnellzug. Vom Konzept her ähnlich wie die fliegenden Hamburger, fliegenden Kölner, wie auch immer sie dann in Deutschland hießen bei der Reichsbahn. Das heißt also, es war im Endeffekt in den 30er Jahren so, dass die Eisenbahn durch den Individualverkehr schon stark gelitten hat auf der Kurzstrecke. Das heißt also, viele
Transporter auf der Kurzstrecke, die vorher in der sogenannten Epoche 1, also auch vor dem Ersten Weltkrieg noch, ganz klar durch die Eisenbahn gemacht wurden, wurden danach zunehmend vielleicht auch durch LKWs auf der Kurzstrecke erledigt. In den 20er Jahren kam dann eine zunehmende Motorisierung auch von Einzelpersonen, Individualverkehr im privaten Bereich dazu. Das heißt, also mehr und mehr Leute konnten sich ein Auto leisten, eigenes. Also dann war das so, dass vielleicht der Arzt im Dorf, der Fabrikbesitzer, die hatten dann alle eigene PKWs. Die waren hauptsächlich geeignet allerdings für Kurzstreckenreisen. Also eine Langstreckenreise wollte man in den 30er Jahren mit dem Pkw eher nicht machen. Da ging es mit anderen Traktionsformen schneller, nämlich zum Beispiel mit der Eisenbahn. Das Flugzeug stand der normalen Masse an Menschen noch nicht wirklich zur Verfügung. Es gab Flugverbindungen zwischen den Hauptstädten, zwischen größeren Städten, auch zwischen kleineren Städten. Allerdings waren das meistens Flugzeuge wie zum Beispiel die Junkers F-13, die ich euch eben gezeigt habe. Oder ein bisschen später dann die Junkers Ju-52, die DC-3, also alle solche Maschinen, die standen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren dann schon zur Verfügung, hatten aber ja im Regelfall nur 12 bis 14 Sitzplätze. Und dann kann man sich vorstellen, wie elitär war es dann zum Beispiel von Kopenhagen nach Hamburg zu fliegen, wenn da nur 12 Sitzplätze in so einer Maschine waren. Extrem. Genauso aber auch, wenn man von Kopenhagen nach Aarhus wollte. Da gab es mit Sicherheit die Möglichkeit eines Fluges, allerdings für sehr, sehr viel Geld. Wenn ich jetzt also der erfolgreiche Kaufmann, der mittelständische Angestellte bin und ich möchte mit meiner Familie nach Kopenhagen von Aarhus oder ich möchte eben von Roskilde nach Kopenhagen in den 30er Jahren in Dänemark, was steht mir zur Verfügung? Ein ganz normaler Zug mit einer Dampflokomotive, der also durch die Landschaft juckelt als Nahverkehr. Oder eben dann das neue Alternativangebot zum eigenen Auto, ein Triebwagen der Reihe MO mit 120 km/h, schon wirklich nicht nur Konkurrenz, sondern deutlich, deutlich schneller als mein eigenes Auto auf normalen Straßen. Ihr müsst ja bedenken, damals gab es ja keine Autobahnen wie heute. In dem Sinne, die wurden ja erst angefangen zu bauen in Deutschland. Es gab damals vielleicht dann so die ersten Landstraßen, die auf dem Niveau heutiger Kreisstraßen dann vielleicht waren. Habt das alles so ein bisschen im Hinterkopf. Das heißt, selbst wenn ich ein Auto hatte, was auf dem Papier 140 fahren konnte, ein schöner neuer Mercedes als Cabrio oder sowas, in der Realität bin ich ja auf normalen Schotterstraßen und den typischen Kopfsteinpflasterstraßen vielleicht mit 50 bis 70 vorangekommen und musste dann ja immer noch auf die Pferdefuhrwerk, auf die langsameren Teilnehmer im Straßenverkehr Rücksicht nehmen. Da bin ich mit so einem 120 km/h Triebwagen plus, und das ist das Interessante in Dänemark, da ist der Triebwagen gefahren und rangehängt wurden Personenwagen. Also bis zu 3 Personenwagen an einen einzelnen Triebwagen oder im Schnellzugbetrieb wirklich auf den Hauptstrecken dann ein Triebwagen vorne, in der Mitte gekoppelte Personenwagen, weiterer Triebwagen hinten. Die Technik war in dem Original komplett verbaut tatsächlich. Das heißt also, ein Wendezugbetrieb mit 2 Triebwagen und nur einem Lokführer war über die entsprechenden Steuerleitungen möglich damit. In dem Triebwagen selber 54 Sitzplätze, vorne und hinten, auch hier super dargestellt an dem Modell. Ich hoffe mal, das kann man so ein bisschen sehen. Also hier sind so kleine Übertritte. Man konnte also aus dem Triebwagen in die Personenwagen überwechseln und hat damit im Endeffekt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem Lyntog, quasi dem Schnellzug, dem fliegenden Hamburger der dänischen Staatsbahn so gesehen, hier eine etwas breitere Variante gehabt, die ein breiteres Streckenspektrum abdecken konnte, weil sie eben nicht nur als Schnellzugverbindung möglich war, sondern eben auch einen Regionalzug ersetzen konnte. Man konnte ja auch was rankuppeln tatsächlich, also auch in den 30er Jahren schon konnte man ja nicht nur einen Personenwagen rankuppeln, sondern vielleicht auch einen Stückgutwagen an den Wagen. Und schon habe ich damit eine Dampflokomotive ersetzt. Das war das Denken, die Idee damals. Man hat also Möglichkeiten gesucht, den Individualverkehr auch auf mittleren Strecken quasi zu ersetzen und auch konkurrenzfähig zu bleiben mit neuen Traktionsformen, die eben besser sind als eine Dampflokomotive, weil hier muss ich nicht wenden. Hier kann ich einfach den Lokführer von A nach B laufen lassen, in die andere Richtung wieder losfahren.
Habe also auch da eine deutliche Kostenreduktion, weil ich weniger Personal brauche. Ich brauche keinen Heizer, ich brauche hier nur einen Fahrer. Und ich brauche niemanden, der sich irgendwie am Ende einer kleinen Nebenstrecke dann vielleicht noch um eine Drehscheibe kümmert. Brauche ich ja nicht mehr. Wenn ich damit ankomme, kann ich hier einen Wendezugbetrieb machen. Alles das, was auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert ist mit den Schienenbussen, haben vor dem Zweiten Weltkrieg schon diese Dieseltriebwagen, auch in Deutschland, aber speziell eben auch die MO-Serie in Dänemark, ersetzen können. Interessanterweise auch hier zuerst Hauptstreckenbetrieb, nach dem Zweiten Weltkrieg dann zunehmend die Nebenstrecke und weil diese Konstruktion eben extrem flexibel war und extrem erfolgreich, ist sie sehr, sehr lange im Einsatz geblieben. Bis Anfang der 80er Jahre. Also 50 Jahre später, 55, 60 Jahre nach der Idee, waren diese immer noch im Einsatz in Dänemark auf Nebenstrecken, auf Lokalbahnstrecken, teilweise in den 70ern auch als reine kleine lokale Güterzüge. Das heißt also, man hat ja hier die Möglichkeit dann auch im Endeffekt das als Begleitwagen fast zu verwenden. Und hinten dran hatte man dann 2, 3 Güterwagen. Also ein super flexibles Konzept. Sorry. Also es wurde eine Menge davon gebaut. Wir haben ein bisschen geguckt, was war die Idee, was war die Grundlage davon. Jetzt schauen wir uns ein bisschen mehr nochmal das Thema Konstruktion an. Denn auch da ist die Firma Frichs hier keinen Standardweg gegangen. Muss man auch ganz klar sagen. Sie hätten es sich deutlich, deutlich einfacher machen können. Und auch die Firma Heljan, die dieses Modell hier rausgebracht hat, hätte es sich in Teilen deutlich, deutlich einfacher machen können. Interessanterweise gibt es hier große Parallelen zwischen dem Original und dem Modell. Also, wir haben gelernt, das Ganze ist extrem flexibel gewesen. Warum? Die Achslast war vergleichsweise gering. Die lag in den verschiedenen Baulosen, also es gab in Summe 5, bei etwa 14 Tonnen. Ist später durch Umbauten dann schwerer geworden, aber erstmal bei etwa 14 Tonnen. Damit also auch Nebenbahn geeignet. Wie hat man das erreicht? Wir haben es eben gesehen gehabt, wir haben hier quasi 3 und 2 Achsen. Tatsächlich angetrieben war das Drehgestell mit den 2 Achsen, nicht das mit den 3 Achsen. Genau. So ist das übrigens auch bei dem Modell hier. Also angetrieben sind diese beiden Achsen hier. Der Motor allerdings sitzt über den Drehgestell mit den 3 Achsen. So war das auch im Original. Das heißt, wir hatten über den 3 Achsen 2 6-Zylinder-Dieselmotoren parallel zueinander angeordnet, die wiederum über ein Stromkabel quasi verbunden waren mit Elektromotoren in den Zweierdrehgestell. Das heißt also, die Kraft wurde erzeugt, Dieselmotor oder 2 Dieselmotoren hier vorne und dann übertragen an 2 Elektromotoren in dem Drehgestell hier hinten. Interessanterweise waren die beiden voneinander auch komplett unabhängig. Das heißt, ich habe wirklich alles doppelt. Ich habe 2 Motoren, ich habe 2 Stränge, 2 Antriebsstränge, ich habe 2 Elektromotoren, ich habe 2 Kühlkreisläufe, auch hier oben. Das kann man auch hier oben auf dem Dach tatsächlich erkennen, dass die getrennt sind. Also ihr seht hier in der Mitte so diese graue Linie, die hier durchläuft und ich habe links und rechts davon genau dasselbe, exakt dasselbe. Das heißt also, auch in dem Modell hier so nachgebildet, aber im Original viel cooler, man konnte diesen Triebwagen auch mit einem Motor betreiben. Das wurde später auch oft gemacht, in der Phase, von der ich eben berichtet habe, wo man auf der Nebenbahn vielleicht mal mit einem Güterwagen oder so hinten dran auch gefahren ist, hat man oft auch nur einen Motor betrieben, nicht beide. Hat natürlich Kosten gespart und man hatte auch nach 50 Jahren Einsatzzeit eine vergleichsweise stabile Plattform, weil einer der beiden Motoren musste ja nur laufen, damit man fahren konnte, wenn es einem nicht um die Geschwindigkeit wirklich ging. Die Höchstgeschwindigkeit hat man natürlich nur erreicht, wenn beide Motoren eingesetzt wurden. Es gab dann noch weitere Versionen von diesem Triebwagen. Das ist hier die Nummer 585. Die wurde gebaut, ich glaube 1941 und dann ausgemustert 1978, also auch durchaus eine ganze Zeit. Zusätzlich natürlich im Krieg abgestellt. Das heißt also während des Zweiten Weltkrieges war die Dieseltraktion in Dänemark für die Staatsbahn eigentlich gar nicht möglich.
Treibstoffmangel, Rationierung, das wurde alles der deutschen Wehrmacht und angeschlossenen Einheiten gegeben. Deswegen standen die halt ein paar Jahre so rum. Danach ist quasi ja die gesamte dänische Staatsbahn innerhalb von mehr oder weniger einer Dekade eigentlich umgebaut worden, von Dampf auf Dieseltraktion, und da fuhren die natürlich wieder los. Auch ein Punkt, ich habe es eben kurz erwähnt, die Konstruktion hatte sich als so gut erwiesen, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, weitere 90 bestellt wurden. Also man hat festgestellt, das ist genau das, was die dänische Staatsbahn in der Fläche brauchte. Ja, also wir sprechen hier quasi vom VW Golf oder Opel Astra, was auch immer ihr so als Massenmodell seht. Wir sprechen nicht von der S-Klasse. Ja, das ist nicht die S-Klasse an Lokomotive, das ist der VW Golf der dänischen Staatsbahn. Der Schienenbus der dänischen Staatsbahn, wenn man so will. Ja. Insofern ein Muss für meine Anlage natürlich. Ich glaube auch für jeden, der sich irgendwie mit nordischen Anlagen beschäftigt. Und man kann das Ganze auch fahren lassen auf einer deutschen Anlage, denn es gab tatsächlich einige davon, die bis Deutschland gefahren sind. Und zwar gab es eine Fährverbindung, die Seeland mit Deutschland verbunden hat. Die gibt es ja heute auch noch. Und auf dieser Fährverbindung, das war eine Eisenbahnfähre, wurden dann Züge eben auch natürlich rübergefahren. Und da sind teilweise diese Triebwagen mit entsprechenden Personenwagen hinten dran zum Einsatz gekommen. Damit das gut funktioniert, gab es ein spezielles Baulos dieser Triebwagen, in dem statt 3 Achsen auch vorne nur 2 Achsen in dem Triebgestell drin waren. Das heißt also, wenn ihr richtig vorbildgerecht sein wollt, ihr habt eine Anlage in Norddeutschland und ihr wollt dort mit einem MO-Triebwagen fahren, kauft euch einen, der auch vorne nur 2 Achsen hat. Das ist nämlich derjenige, der es auch über die Fähre geschafft hat. Es gibt dazu 2 interessante Erklärungen. Also in meinem Typenkompass wird behauptet, das Drehgestell mit 3 Achsen hätte es nicht um die scharfen Kurven im Hafen geschafft. Und deswegen wäre es nicht möglich gewesen, mit dem normalen Triebwagen darauf zu fahren. Wikipedia sagt dazu, dass die Rampen durch Flut, Ebbe quasi die Höhe variiert haben am Hafen, wenn man auf die Fähre rauffuhr, und dass bei 3 Achsen nicht möglich gewesen wäre, extreme Winkel so gut zu befahren wie bei 2 Achsen. Tendenziell würde ich jetzt mal denken, die zweite Erklärung mit dem Winkel ist ein bisschen logischer, weil da die 3. Achse halt früher in der Luft hängen würde, und wenn die konstruktionsbedingt Gewicht trägt, ist das nicht gut. Dann tut das ja dem Drehgestell vielleicht beim ersten Mal noch nichts, beim zweiten Mal schon was. Ihr müsst denken, da ist ja kein halber Meter Platz dazwischen, sondern vielleicht dann 2-3 Zentimeter, aber das kann eben auch schon reichen, um besonderen Stress auf so eine Konstruktion zu geben, insbesondere wenn da eben so viel Gewicht wie durch 2 Dieselmotoren draufhängen. Also bedenkt, Achslast 14 Tonnen, da würden dann 14 Tonnen in der Luft hängen. Klingt für mich ein bisschen logischer als die S-Kurven-Variante, aber vielleicht kann das ein Eisenbahnexperte dann ja auch in den Kommentaren gerne nochmal beurteilen. Oder schreibt mal rein, was ihr denkt, warum das jetzt wirklich so war. Also es gab eben noch eine Variante, die in Summe nur 4 Achsen hatte. Die Variante bekommt ihr aktuell übrigens auch als Nachfolger von dem Modell hier mit dem Lokpilot bzw. Loksound 5 dann von ESO bei Modellbahn-Union aktuell. Dort kostet das, soweit ich das jetzt im Kopf habe, das Modell 379 € und mit Loksound würde es dann bei 499 liegen. Wenn ihr hier das Modell direkt in Dänemark bestellt, seid ihr bei ungefähr der Hälfte. Ja, habe ich euch unten alles verlinkt, könnt ihr euch angucken, was euch besser gefällt. Ihr werdet gleich auch sehen, warum der hier jetzt deutlich weniger wert ist als vielleicht der Nachfolger, müssen wir gucken. Ja, aber ihr könnt euch ja auch hier über die Schnittstelle ein Loksound 5 reinsetzen und dann seid ihr, zumindest was die technischen Funktionen angeht, erstmal vergleichbar unterwegs. Was muss man noch dazu wissen? Diese Konstruktion, die wir eben besprochen haben, Motor vorne, Antrieb hinten, wurde hier auch ins Modell übertragen. Das heißt, auch in dem Modell hier haben wir den Motor vorne
und den Antrieb hinten. Das können wir uns ja mal ganz kurz angucken. Jetzt versuche ich mal, euch einen kleinen Einblick zu geben in das Innenleben des DSB-MO. Und zwar habe ich hier eben gerade den Uhlenbrook-Decoder ausgebaut, der hier im Standard drin steckt in dem Ganzen. Dazu musste ich das Gehäuse abnehmen. Das geht relativ einfach, indem man das einfach rausklippt. Also wieder mein Negativpunkt, da sind keine Schrauben, kein gar nichts. Und wenn man unvorsichtig ist, dann bricht da auch leicht mal was ab. Das finde ich natürlich nicht so schön. Und dann hat man das hier vor sich, wenn man das vorsichtig gelöst hat. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Front- beziehungsweise die Frontbeleuchtung und hier unten die rote LED für die Rückbeleuchtung. Das gleiche hier auf der anderen Seite auch. Dann haben wir hier den verbauten Lautsprecher und da seht ihr, das ist ein echt massives Teil. Da hätte auch die Hälfte es getan. Also zum Vergleich, das ist die Größe vom mit dem Locksound 5 mitgelieferten Lautsprecher. Und das ist der hier verbaute Lautsprecher. Also ihr seht, da ist schon ein gewisser Unterschied. Deswegen denke ich mal, er wird auch einen ganz ordentlichen Sound liefern. Und dann haben wir hier oben drauf einmal Beleuchtungsplatine für den Innenraum, nochmal Beleuchtung für den Innenraum, also das hier sind jeweils zwei, einfach nur LED-Platinen hier und da. Dann haben wir hier in der Mitte unterhalb von dem Decoder mit dem 21-poligen Anschluss, wo ich jetzt den Locksound 5 schon raufgesetzt habe, die Hauptplatine. Und was hier sehr, sehr positiv auffällt, ist, es sind alles gesteckte Verbindungen. Wir haben das ja bei vielen anderen Modellen schon gesehen, dass hier Kabel direkt auf die Platine gelötet wurden. Das ist hier in gar keinem Fall so, sondern das sind alles Steckverbindungen. Man kann also hier theoretisch alles einzeln austauschen. Was dann auffällt, ist, die Kabelverlegung ist doch, ich nenne es jetzt mal hemdsärmelig, denn wir haben hier einfach die Kabel und die sind mit Tesafilm auf dem Dach festgeklebt. Also ich glaube, so ähnlich würde ich das auch machen, wenn ich dieses Modell jetzt hier selber für mich bauen würde. Und dann habe ich hier zwei Schrauben und dann kann dann eigentlich hier den gesamten Innenraum anheben, wie ihr seht. So, dann haben wir hier den Motor. Das heißt, dieser ganze Block hier dahinter ist der Motor und aufgrund der Kabellänge kann ich euch da jetzt gar nicht so viel zeigen. Aber ihr seht, hier ist die Schwungmasse drin und hier ist ein ganz schön fetter Motor dahinter. Da kann man aber eigentlich nur so rauf gucken, mal so reinschnufen vielleicht ein bisschen. Ihr seht, der hat auf der Seite auch nochmal eine Schwungmasse. Ja, ich würde mal sagen, typischer China-Motor. Und was dann ganz interessant ist, das seht ihr hier in der Mitte, dieser schwarze Ausschnitt, da ist eine Kardanwelle, die läuft also hier vom Motor zu dem anderen Drehgestell auf dieser Seite komplett durch das ganze Modell durch. Ja, also wirklich von da bis da läuft diese Kardanwelle und wenn man das hier dann anschaut, und jetzt hoffe ich mal, dass man da ein bisschen was sehen kann, aber das wird sehr dunkel hier, so wie es aussieht. Ja, es ist sehr dunkel. Da brauchen wir einmal ein zusätzliches Licht. So, jetzt haben wir ein zusätzliches Licht. Damit wird es ein bisschen besser. Und da seht ihr jetzt hier quasi zumindest den Tunnel, in dem diese Kardanwelle verläuft. Das ist quasi das Schwarze, was ihr da drin seht. Schwierig zu sehen. Und dann hier an das Drehgestell vorne der Antrieb. Ja, das hier unten ist ein massiver Metallkasten. Also das gibt der Lok bzw. dem Triebwagen hier ein ordentliches Gewicht. Und die Konstruktion in Summe finde ich eben bemerkenswert, weil sie dem Original doch sehr nahe kommt. Das heißt, wir haben den Motor über dem Drehgestell mit den 3 Achsen, um also auch die Achslast quasi entsprechend niedrig zu halten, weil das Hauptgewicht dort liegt. Und haben den Antrieb dann über das Drehgestell mit den 2 Achsen, wie das beim Original auch der Fall war. Finde ich also
allein deswegen schon interessant oder gut gelöst. Ob das jetzt sinnvoll ist, technisch ist mal eine andere Frage, muss man tatsächlich sagen. Und das bezweifle ich noch so ein bisschen. Aber es ist technisch interessant gelöst auf jeden Fall. Genau, und dann kann man hier einfach das gute Stück wieder raufklappen und damit ab auf die Anlage. So, jetzt habt ihr gesehen, es ist nicht ganz so leicht, da ranzukommen, insbesondere weil ja auch keine Beschreibung dabei ist. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht live gemacht, sondern ich habe das euch hier eingeblendet. Das ist ja ein bisschen das Problem. Das Modell hat Licht und Schatten. Ich habe eine ganz coole Konstruktion. Der Motor ist hochwertig mit 2 kleinen Schwungmassen. Es gibt quasi kein herausragend schlechtes Fahrgeräusch oder so. Man hört es ein bisschen. Aber wenn man bedenkt, wir haben hier vorne den Motor, wir haben dann eine in etwa so lange Verbindung zwischen dem Motor und dem Drehgestell hinten, das auch noch im Winkel. Und das alles verbunden, quasi diese Kardanwelle verbunden vorne und hinten, plus natürlich hier nochmal eine Übersetzung hinten. Dafür ist es extrem leise, wirklich extrem leise. Ich glaube immer noch, Heljan hätte sich einen größeren Gefallen getan, wenn sie einfach einen Motor mit Schnecke direkt über das anzutreibende Drehgestell gesetzt hätten. Und sei es von mir aus, dass mit den 3 Achsen hier vorne, es gibt genug Lokomotiven mit 3 Achsen und Antrieb an der Stelle, wenn wir jetzt mal reinschauen, zum Beispiel die MZ, die MY, alles Modelle, die Heljan auch selber im Angebot hat, die haben einen Antrieb auf einem 3-achsigen Drehgestell. Und ich glaube, das hätte man auch technisch hier so lösen können. Dann hätte man diese ganze Konstruktion quer durch die Lokomotive nicht gebraucht. Und wäre wartungsfreundlicher, wäre ein bisschen leiser wahrscheinlich auch am Ende noch. Und man hätte auch einen kompletten Innenraum. Jetzt habe ich nur einen halben Innenraum. Also ich habe vorne den Teil hier durch den Motor getrennt. Diese 5 cm hier, da ist nichts, das ist einfach nur schwarz Metall. Und dann habe ich hier den Innenraum von da bis da, wo ich hier nochmal einen Lautsprecher habe und hier vorne nochmal einen Blick auf die Kardanwelle, weil wenn die so im Modell drin sitzt und ich habe dann hier meine Sitze, habe ich hier in der Mitte natürlich irgendwo einen Schnitt, dass ich diese Kardanwelle dort sehen kann. Das ist konstruktiv auf jeden Fall interessant. Kann man deswegen das Modell jetzt upraten? Nicht allgemein. Nicht allgemein. Also es ist technisch gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Ihr habt das auch gesehen, auch wenn jetzt die Kabel zum Beispiel festgeklebt sind mit Tesafilm im Modell, was erstmal billig wirkt, sind alle LEDs, alle sonstigen Anschlüsse an den Platinen gesteckt. Das sind alles Steckverbindungen. Das ist herausragend gut. Ähnlich wie bei den anderen extrem teuren Lokomotiven, die ich euch vielleicht mal vorgestellt habe, oder vielleicht der mittelteuren Lokomotive von Brava hier, wo aber auch dann Teile gelötet waren, ist hier alles Steckverbindung. Ihr könnt also später, wenn ihr irgendwas austauschen wollt oder müsst, alles austauschen, ohne irgendwie auf einer teuren Platine rumlöten zu müssen. Das ist super. Also eigentlich relativ wartungsfreundlich, aber überhaupt nicht beschrieben. Genauso, wenn ich mir die Details der Lokomotive angucke, die Vogelschlag- oder Vogelschlagschutzgitter auf den beiden Frontseiten, weil das ja 30er Jahre, 120 km/h, da braucht man ein Gitter zum Vogelschutz, weil man eben keine Sicherheitsglasscheiben wie heute produzieren konnte oder zu angemessenen Preisen und in den Größen und Mengen. Insofern brauchte man diese Gitter. Die sind super filigran gestaltet, wirklich super filigran. Wenn ich hier rauf gucke, ich sehe hier so die wirklich kleinsten Verstrebungen. Es ist richtig angenehm drauf eingegangen worden, dass auch die Materialien unterschiedlich sind. Also wir haben hier ich hoffe, man sieht das so ein ganz bisschen hier, vielleicht da im Licht jetzt einmal. Das Gitter ist so aus einem dunklen Grau, dann habe ich den Scheibenwischer dahinter in schwarz und direkt daneben dann in schwarz, aber auch rot, je nachdem wo angebracht, kleine metallene Griffstangen.
Also wirklich eine super Ausführung. Auch vom Druck und der Lackierung her erstklassig, wirklich absolut oberste Liga. Sehr detailliert. Insofern ist das Modell so ein bisschen Licht und Schatten hier tatsächlich. Wir haben also einerseits einen extrem hohen Detailgrad und der ist aus meiner Sicht wirklich für einen Dieseltriebwagen. Ja, da ist jetzt kein Lokomotivengestänge wie bei einer Dampflok oder sowas, aber von der Außenwelt her, von der Außenlandschaft her definitiv auf dem Niveau der wirklich hochwertigen Märklin-Lokomotiven oder auch Brava, wenn wir jetzt die Menge der Details angeht, weil so kleine, feine Griffe, wie sie hier teilweise drauf sind, das macht Märklin nicht. Also ich sag mal, das ist jetzt, sagen wir mal, auf dem Niveau von Brava, ist auch preislich vom UVP her auf einem Niveau von Brava angeordnet. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. 499 € soll das kleine Objekt hier kosten mit Locksound. Und da muss ich sagen, das ist zu viel. Also dafür ist erstmal der Qualitätseindruck hier unterirdisch, weil das ist was, das hätte ich jetzt erwartet bei einer 50 €, 70 € Lokomotive von irgendeinem Billighersteller. Das Modell selber ist eigentlich herausragend gut. Es ist halt durch diese technische Konstruktion hat man was verschenkt. Also der Bereich hier vorne, wo der Motor drunter steckt und so, da hat man echt was verschenkt. Das hätte man besser machen können. Und bei einer 500 € Lokomotive würde ich dann auch erwarten, dass ich den kompletten Innenraum hier sehen kann. Gerade heute. Wir sind 2021 mit dem, was technisch möglich ist. Für den Preis ganz klare Erwartung von mir, dass man den kompletten Innenraum sehen müsste. Das kann nicht angehen, dass ich hier quasi durch die Scheibe auf so schwarz gucke, weil da ein Motor hinter sitzen muss. Und nochmal schlimmer auf der anderen Seite, wo man hier auf diesen fetten Lautsprecher rauf guckt. Finde ich für 500 € UVP mit Locksound dann no way, no way. Also das ist nicht angemessen. Sprechen wir mal drüber, man bekommt es nicht für den UVP, sondern für den Preis, wie es in Dänemark jetzt aktuell verkauft wird. Nicht das ganz aktuelle Modell. Ich glaube, der stammt jetzt hier schon von 2017 oder so. Also quasi der Vor-Facelift Golf, wenn wir bei dem Beispiel von eben bleiben. Dann liegt man bei ungefähr 180 € und da sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Für 180 € ist die Detaillierung des Außenkörpers hier für mich absolut sahnemäßig. Wie gesagt, die ist auf Niveau 500 € außen. Dass man dann nur die Hälfte vom Innenraum sieht, ist immer noch schade, aber für den Preis, denke ich, wäre das auch bei anderen Lokomotiven nicht unbedingt anders. Wir denken mal zurück an die Rocco V200, die ich euch gezeigt habe. Die wäre im Normalfall ja auch ein ganz bisschen teurer. Die wird so für 140 €, 150 € wurde sie mal gehandelt quasi. Und da sind wir ja schon sehr nah dran. Und da hat man auch den Motorraum einfach nur mit so einer kleinen Plastikabdeckung dargestellt, weil man nicht mehr Platz hatte. Also insofern ist das hier vergleichbar zu dem Modell gelöst. Man braucht halt irgendwo Platz für den Motor und wenn ich jetzt in der Lokomotive der normalen Preisrange bin, muss ich mir diesen Platz eben auch nehmen. Wenn ich Premium will für 500 €, dann erwarte ich halt, dass man irgendeine Variante findet, wo der Motor im Drehgestell drin ist, sodass ich den kompletten Innenraum nutzen kann und eben auch durchgucken könnte durch den Gang. Solche Sachen. Ja. Aber für die Hälfte vom Preis, wir sprechen jetzt umgerechnet 180, glaube ich, 170, 180, je nach Wechselkurs, bekommt ihr das in Dänemark, das Modell. Das ist okay. Da finde ich das angemessen, insbesondere wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand eben auch in den Rest der Detaillierung reingeht. Und kommen wir mal zum Thema Fahreigenschaften, jetzt schon relativ am Ende. Und damit herzlich willkommen auf der Anlage zum Thema Fahreigenschaften und Funktionen vom DSB MO. In meinem Fall jetzt hier schon mit dem Locksound 5, mit dem eingebauten Lautsprecher, der mit dem Modell mitgeliefert wird und über die Schnittstelle direkt angesprochen wird. Ja, und da steht er schon
Frontlicht ist an, Innenbeleuchtung ist an und das Dieselfahrgeräusch haben wir dabei. So. Wir machen mal das Fahrgeräusch aus. Dann könnt ihr mich auch wahrscheinlich ein bisschen besser verstehen. Der Lautsprecher, ihr habt es ja gesehen im Innenraumcheck, ist krass. Der ist wirklich, wirklich krass, muss man sagen. Der ist richtig laut und hat ein riesen Soundvolumen. Ich habe den jetzt schon runtergestellt auf Stufe 65 hier in der Mobile Station. Der kann aber tatsächlich eine ganze Menge mehr, muss man ehrlich sagen. Und das ist schon ein bisschen crazy. Also der ist richtig laut. Ja, muss man ganz klar sagen. Ihr seht es jetzt hier. Wenn ihr die Lok aufs Gleis stellt mit dem ESO Lok Sound, ist hier die Version mit M4, das heißt, die ist MFX-kompatibel, das heißt, die Lok wird automatisch so angezeigt, inklusive aller Funktionen. Das ist ja das sehr Coole hier in MFX, beziehungsweise der MFX-kompatiblen Geräten. Da werden sofort hier die verschiedenen Funktionen und so weiter alle mitgegeben. Wenn wir jetzt hier mal auf Shift und das Lok-Symbol gehen, können wir hier auf Lok bearbeiten, gehen dann ein bisschen runter. Und dann seht ihr hier beim Volumen 65, wie ich eben gesagt hatte. Und da seht ihr, wie weit das noch geht. Und das ist jetzt schon ultra laut. Das ist auch der größte Lautsprecher, den ich bisher tatsächlich irgendwo in einem Modell gesehen habe. Tatsächlich in Größe H0. Viel größer geht fast nicht. Also der ist fast so breit wie der Wagenkasten und der ist ungefähr 4,5 cm ja lang in Summe. Also schon wirklich ein Klopper für so ein kleines Modell. Vielleicht war das Original auch extrem laut. Kann ja sein. Weiterhin ist es so, wenn ihr den hier automatisch angelegt habt in der Mobile Station, hat er natürlich Funktionen, die decoderabhängig sind. Es gibt eine Funktion, die ist jetzt nicht decoderabhängig, sondern hardwareabhängig und das ist das Thema Licht. Das ist hier bei meinem Modell, was ich hier habe, leider sehr es ist nur, sagen wir mal so, es ist nur die Basis umgesetzt. Wir haben keine zusätzlichen Lichtfunktionen, wie man sie jetzt vielleicht erwarten würde. Das heißt, was wir nicht haben, ist zum Beispiel, wir haben keine Führerstandsbeleuchtung, wir haben keine Rangierbeleuchtung, also doppeltes A-Licht haben wir hier nicht als Möglichkeit. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, getrennt die Innenbeleuchtung zu schalten. Das hat quasi alles hier komplett nur einen Lichtschalter, das ist der hier oben. Und da seht ihr, jetzt haben wir Licht an. Wir haben einen Lichtwechsel, das seht ihr hier, also ich kann jetzt hin und her wechseln. Ich könnte jetzt auch hier hinten die Lampe einzeln noch auf Rot schalten, wenn die hinten wäre, quasi, dass die hier rot leuchtet, das geht auch. Aber das war's an Lichtfunktionen. Beleuchtung ist, habt ihr im Innenraumcheck gesehen, LED. Also insofern, da kann man jetzt überhaupt nichts dran aussetzen. Was auch aus meiner Sicht gut gelöst ist, wir haben hier ja einen kleinen Farbunterschied in der Beleuchtung zwischen dem Führerstand und dem Innenraum. Wir haben hier eine leichtere, etwas weniger deutliche Beleuchtung im Eingangsbereich. Nur hier hinten seht ihr es, da wo quasi der Motor hintersetzt, haben wir gar keine Beleuchtung. Und ja, dadurch sieht das jetzt ja hier so ein bisschen aus, als wäre hier hinten reines Gepäckabteil ohne Beleuchtung oder so. Kann man sich jetzt so erklären, aber wäre natürlich schöner, wenn hier der gesamte Wagenkasten einfach beleuchtet wäre. Also, so viel zum Thema Lichtfunktionen, das war es schon. An und aus gibt es mehr nicht. Und der Rest sind dann Dinge, die über den Decoder kommen. Da haben wir hier einiges an Funktionen, die dort mitgeliefert werden. Und die gebe ich euch jetzt einfach einmal kurz durch, denn es sind derer 10 bzw. 11. Also, ihr habt das Thema Licht, haben wir gesehen. Dann haben wir das Fahr- und Motorengeräusch. Hatten wir eben schon einmal, das ist hier, wir können ihn ja einmal starten. Und wir stoppen ihn einmal wieder, das ist also die Funktion F1, der Diesel-Sound, der sich natürlich mit den Fahrstufen ändert. Dann haben wir die Funktion F2, das ist die normale Pfeife.
finde ich, klingt richtig gut und auch macht auch der Lautsprecher echt eine gute Figur. Dann gibt es als nächstes die Funktion F3, der Kuppler. Das ist also das Geräusch für das An- bzw. Anstecken hier der Kupplungen. Wenn ich also jetzt Wagen mitnehme, dann haben wir Funktion F4, Sanden. Dann haben wir Funktion F5, der Schaffnerpfiff, den man ja definitiv vor der Abfahrt dann braucht. Ja, Funktion F6 ist jetzt geräuschlos. Das ist das Thema Bremszeit, Rangiergang. Das heißt, hier werden die Geschwindigkeiten halbiert, beziehungsweise je nachdem, was ich hier in dem Decoder eben dafür programmiert habe. Und dann haben wir die Funktion F7 und F8. Die beziehen sich jetzt wiederum auf den Dieselmotor, auf das Motorengeräusch während der Fahrt. Mit F7 und F8 kann ich das von der Fahrstufe her niedriger und höher schalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier besonders viel Last bewege, weil ich einen Schnellzug darstellen will, kann ich hier über den Punkt F8 eben die Dieselfahrstufe erhöhen oder eben über F7 wieder runternehmen. Das kann man also jetzt hier im Stand schwer demonstrieren. So, und dann haben wir als F9 im Endeffekt, haben wir dann hier nochmal die Türen zum Schließen und Öffnen. So klingt das. Und dann haben wir als letztes hier den sogenannten Kurzpfiff. Der ja zum Beispiel zum Rangieren auch verwendet werden kann. So, und dann darüber hinaus haben wir nur als weitere Funktion noch theoretisch einen Rauchgenerator, der jetzt hier in diesem Modell nicht verbaut ist. Also das ist das, was das Projekt DSB MO hier mitbringt von der Firma ESU. Je nachdem, was ihr für einen Decoder oder für ein Projekt verwendet, könnt ihr natürlich hier komplett andere Funktionen haben. Für mich passt das aber eigentlich ganz gut. Genau, wir haben jetzt hier mal ein bisschen Rangierfahrt. Also wirklich ganz, ganz langsam. Das ist Fahrstufe 1, wie sie aktuell hier eingestellt ist. Ihr seht, es funktioniert wirklich herausragend gut. Es ruckelt nicht, es schiebt nicht besonders. Es geht einfach sehr, sehr langsam voran, wie man das jetzt auch erwarten würde an der Stelle. Und das Ganze jetzt auch ohne irgendeine störende Geräuschkulisse tatsächlich. Dann können wir hier im Endeffekt gleich auch einmal den Rundflug machen und mal schauen, wie schnell sich denn unsere Lokomotive bewegt. Und damit sind wir hier in der Überwachungsposition für unsere Rundtour. Wir werden also hier einmal wie immer den Kreis fahren. Die Lok steht hier am Signal bereit und ich werde uns jetzt einfach mal hier Vollgas geben. Und dann gucken wir, was passiert. Und wir gehen einmal wieder auf 0 zurück. So, also wir haben hier ab Werk, zumindest bei dem ESU-Decoder, eine angenehme Beschleunigung und Bremsung, wie ihr seht. Was interessant ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video hört, wenn man hier einmal Vollgas gibt. Die Lokomotive bzw. der Triebwagen hat ein Eigengeräusch. Das klingt jetzt nicht unangenehm, sondern es klingt tatsächlich eher so nach so einer Art Turbine. Also es gibt eine gewisse Bewegung einfach. Das hört man, weil wir haben zwei Schwungmassen. Wir haben zwei Schwungmassen an der Lokomotive und wir haben dann diese ultralange Kardanwelle, die hier schräg durch die Lok läuft tatsächlich. Und das scheint tatsächlich einfach sich auch auf die Anlage zu übertragen als eine gewisse Vibration. Man merkt die jetzt nicht in der Fahrbewegung, aber man hört sie ein ganz bisschen im Hintergrund. Insofern, so sieht das dann aus. Wir können jetzt natürlich hier nochmal mit Sound auf Vollgas gehen. Also Sound ist gestartet, Vollgas ist eingeschaltet. Die Anfahrverzögerung funktioniert.
So, die Bremsen funktionieren auch, Sound kann man auch wieder ausschalten. Das war also jetzt mal hier der kleine Check zu den Fahreigenschaften. Aus meiner Sicht absolut sauber, ist auch nur in Teilen decoderabhängig, also die Lokomotive fährt hier super über alle Gleiskombinationen. Zugkraft ist absolut ausreichend für das, was man erwarten würde. Also jetzt hier mit mehreren Wagen plus eben Güterwagen vielleicht auch dran, alles überhaupt kein Problem. Also, habt ihr gesehen, Fahreigenschaften, Sahne, absolute Sahne, mit allen Decodern, sei es das mit dem Original Uhlenbrock Nicht-Sound-Decoder oder eben jetzt mit meinem Log-Sound 5, den ich dem Modell gegönnt habe, hier wirklich richtig, richtig gut. Allerdings da auch wieder Funktionen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen umschrieben, aber ich weiß nicht, wie das mit der aktuellen Version ist, die jetzt aktuell verkauft wird bei Modellbahn in Union mit Sound für 500, ohne für 379. Es kann sein, dass da die Platine abgegradet wurde. Ich hoffe es. Wenn ihr es wisst, schreibt es rein. Ja? Ich glaube es auch, dass es gemacht wurde. In dem Modell hier allerdings ist es so, die Innenbeleuchtung, habt ihr eben gesehen, ist kombiniert mit eben der Frontbeleuchtung und der Führerstandsbeleuchtung. Und das für ein UVP von 500 €. Tadasch, das ist nicht mehr angemessen. Das ist definitiv nicht mehr angemessen. Deswegen ist die auf dem Markt auch, sagen wir jetzt bei ungefähr 35 bis 39 oder 40% des angesetzten UVPs. Und da ist es wiederum, sagen wir, okay, es ginge besser. Es ginge besser, aber dann würde man halt weniger Lokomotive bekommen, weniger Detaillierung bekommen. Und man muss ja auch sagen, das ist ein Modell, das gab es eben nur bei der DSB. Da ist der Sammlerkreis eingeschränkt. Das heißt, es ist kein Massenmodell in dem Sinne. Insofern ist der Preispunkt sowieso noch ein ganz bisschen höher anzusetzen als bei den Massen-Einsteigermodellen oder Profimodellen, die von Märklin zum Beispiel von vertrieben werden. Die würden so ein Modell, glaube ich, nicht rausbringen, weil einfach der Absatz zu gering wäre tatsächlich. Wenn man das also mit in Betracht zieht, finde ich 200 € für das Modell hier angemessen, definitiv. 500 meiner persönlichen Meinung nach nicht. Müsst ihr aber selber beurteilen, was es euch wert ist, wenn ihr euch dafür interessiert. Ob das vielleicht für euch auch dann zu dem Preispunkt passen würde. So viel also zu dem kleinen Triebwagen MO, der hier definitiv in Fredhauen bleiben wird, weil er einfach wie die Faust aufs Auge passt und zum Ende seiner Dienstzeit hier in Fredhauen meine kleinen Güterzüge zum Beispiel auch befördern kann, also als Multitalent wirklich richtig, richtig gut hier reinpasst. Gebt gerne einen Daumen hoch für das Video, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn euch weitere Videos von mir interessieren, habe ich euch ein bisschen hier verlinkt. Für heute war es das. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.